Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu React. Heute wollen wir uns ein bisschen um Aufräumarbeiten kümmern. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel gemacht hier. Ihr könnt wirklich schon viel in React schreiben, aber was wir noch nicht gemacht haben, ist so ein bisschen Ordnerstrukturen. Wie sollte ein Projekt aussehen? Ich meine, wollt ihr wahrscheinlich mehr als nur eine Seite haben und mehr als nur eine Komponente und dementsprechend müsst ihr natürlich auch Routen unterstützen. Das heißt, wir wollen jetzt quasi unsere bisherigen Projekte, also den Currency Calculator und was wir noch alles gemacht haben, das wollen wir sozusagen richtig ordnen und ja, quasi auch handelbar machen. Das heißt, was wir als erstes tun, ist, wir ersetzen dieses Render hier durch die App, die wir hier drin haben. Wir haben hier in App.js haben wir einfach dieses Logo-Dingens und das haben wir eigentlich auch in der Index.js, wenn wir uns nochmal ganz kurz angucken. Oh, haben wir nicht importiert? Okay, das heißt, wir importieren das erstmal und das bekommen wir über Import App from wie haben wir sie genannt? App. Ja, vielleicht sollte ich noch den Pfad angeben, das muss man nämlich tun. Okay, hier haben wir jetzt offensichtlich die App drin. So, gut. Das bedeutet so viel wie wir nutzen ganz gerne einfach mal unsere App aus app.js. Okay, dieses JS könnt ihr euch sparen. Das heißt, ihr habt jetzt Zugriff auf dieses App-Dingens hier und wir können das jetzt hier drin verwenden, das brauchen wir nicht. Wir können jetzt also hier einfach sagen, jo, wir hätten ganz gerne unsere App. Okay, so und wenn wir jetzt unsere Seite einfach neu kompilieren lassen, dann sind natürlich die anderen Dinge weg, ja, also der Currency Calculator fällt weg, es fällt eigentlich quasi alles weg und wir sehen nur noch dieses rotierende Teil. Wunderbar, damit haben wir quasi, naja, alles rückgängig gemacht, was wir jemals getan haben und es ist doof, ja, das wollen wir natürlich nicht. Was wir jetzt also machen ist, wir legen separate Dateien an für unsere ganzen Projekte, also für unsere ganzen, naja, Unterseiten sozusagen, also den Currency Calculator und so weiter und so fort. Und dazu gehen wir hier zu dem SRC, sagen erstmal New Folder, nennen den Pages und da packen wir jetzt alle unsere Seiten rein. Das heißt, wir haben hier einen New Folder. Ihr könnt tatsächlich hier noch separate Unterfolder machen, also Unterordner machen für eure jeweiligen, naja, wie es aussehen soll quasi. Also da sagen wir jetzt einfach mal Currency Calculator dazu, Currency Calculator, ja. Und dann haben wir hier selbstverständlich noch einen Ordner. Und jetzt muss ich kurz nachspicken, was wir noch gemacht haben. Richtig, Magic Table haben wir noch gemacht. Magic Table. So, was haben wir noch gemacht? Dann hatten wir noch die Clock. Genau, wunderbar. New Folder, Clock. Okay, und damit haben wir eigentlich schon relativ viel gemacht hier. So, und jetzt klappen wir die alle mal aus. Wir sehen, da ist nichts drin. Okay, also in die Clock rein, da packen wir jetzt eine neue Datei. Also ihr seht, wir sind jetzt hier in zwei Unterordnern. Es gibt Pages und dann gibt es Clock. Und das alles ist in SRC drin. Und hier in Clock packen wir jetzt eine neue Datei. Also so solltet ihr am besten eure Struktur aufbauen, damit euer Projekt auch gut verständlich ist, was wozu gehört und was da eigentlich was tut. Ja? Und hier packen wir jetzt unsere Clock.js dazu. So, und das bedeutet, wir können hier unsere Clock rausschmeißen. Das heißt, das Ding ist am Ende da gar nicht mehr drin. Dieses Function Welcome, das schmeißen wir hier auch raus. Das brauchen wir nämlich nicht. Das wollen wir hier auch gar nicht drin haben. Das ist auch nicht von uns. Das hat irgendjemand anders in diesem Create React App gemacht. Okay, das heißt, die Clock wird rausgeschmissen in Clock.js. Und damit haben wir Nummer 1 ausgelagert. So, jetzt nächster Schritt. Dann haben wir hier noch den Currency Calculator. Wir machen zuerst den Magic Button, ja, der ist ja hier dabei. Das heißt, wir haben hier den, beziehungsweise Magic Table war es, glaube ich. Ja, Magic Table, richtig. Okay, das heißt, wir haben hier eine New File, Magic Table.js. Und dann haben wir noch eine File, eine New File, Magic Button.js. Und die beiden, also die Clock können wir schon mal zumachen hier, die beiden finden wir natürlich auch hier. So, das heißt, wir haben hier erstmal Magic Table. Okay, Nummer 1, Magic Table. Und damit haben wir das hier schön strukturiert. Und jetzt haben wir hier oben natürlich noch den Magic Button. Und lagern das auch in Magic Button aus. So, und wenn wir jetzt das hier benutzen wollen, dann werden wir feststellen, ebenso übrigens wie bei der Clock, werden wir feststellen, das wird nicht funktionieren. Weil React ist ja gar nicht importiert. Das heißt, was wir hier noch brauchen, ist natürlich jeweils der React-Kontext hier, damit wir das Ding auch überhaupt benutzen können. Das heißt, der muss natürlich hier importiert werden, okay? Sonst funktioniert hier gar nichts. Das heißt, wir importieren den bei Clock, wir importieren den hier bei Magic Table
Und Achtung, bei Magic Table brauchen wir natürlich auch noch den Magic Button, sonst funktioniert hier auch gar nichts. Das heißt, wir sagen, wir importieren den Magic Button from /Magic Button, okay? Damit wir hier quasi auch Zugriff haben und diesen Magic Button überhaupt verwenden können. Sonst wird das hier schwierig werden. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und ja, damit haben wir das da fertig. Jetzt brauchen wir hier in Magic Button selbstverständlich auch noch React, denn immerhin haben wir hier auch eine React Component. Und damit haben wir schon mal alles ganz gut sortiert, würde ich behaupten. So, als nächstes brauchen wir hier und ja, wir brauchen diese Dinger hier nicht direkt in unserer Index.js reinzupacken. Die Index.js müssen wir hier eigentlich nicht mal unbedingt anfassen. Aber wir brauchen hier in unserem, wir brauchen selbstverständlich noch den Currency Calculator. Und hier haben wir den Currency Input, den kopiere ich mir hier auch mal, beziehungsweise schneide ihn aus. New File, Currency Input.js. Packen wir hier rein. Und auch hier selbstverständlich importieren wir gleich wieder React.js. Aber vorher möchte ich hier noch kurz den Currency Calculator selbst auslagern. So, und jetzt ist diese Datei unfassbar schlank geworden, oder? Da ist wirklich nichts mehr drin, außer dieser App, die hier einfach gerendert wird. Und das ist tatsächlich jetzt unser finaler Zustand von dem Ding. Ja, genau. Currency Calculator.js. Okay. So, wunderbar. Damit haben wir quasi alles hier fertig soweit. Jetzt müssen wir hier nur noch die React-Sache importieren, damit wir hier auch wirklich alles haben. Und React brauchen wir hier eigentlich nicht mal an sich, aber das wird noch, naja, wir werden es gleich sehen. So, nein, komm schon, was ist denn los mit dir? Okay, hier haben wir React drin, damit können wir das Ding auch so benutzen. Und hier haben wir auch React drin. Und damit können wir auch diesen Currency Input benutzen. Jetzt selbstverständlich im Currency Calculator nicht vergessen, ihr habt den Currency Input verwendet, okay? Also das Ding hier. Das heißt, wir müssen selbstverständlich den Currency Input noch verwenden und zwar from /. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen langweilig, aber das ist wichtig, dass ihr hier auch eine vernünftige Ordnerstruktur habt, denn ansonsten wird hier früher oder später alles ein bisschen unübersichtlich, sage ich jetzt mal. War ja bei uns schon eigentlich relativ unübersichtlich und so könnt ihr direkt sagen, okay, ich weiß, was ich verwenden möchte, alles easy. So, jetzt wollen wir selbstverständlich auch diese Dinge hier verwenden können und dazu gehen wir jetzt in unsere App, ja. Unsere App macht aktuell wirklich nur das da, das heißt, wir haben keinen Zugriff auf irgendwelche coolen Currency Input Calculators und so weiter und so fort. Das funktioniert hier einfach nicht. Deswegen müssen wir hier in unserer App sagen, was wir eigentlich genau haben wollen. Und deswegen, ich schmeiße hier einfach mal tatsächlich alles raus, ja. Wobei, vielleicht nicht so, sondern wir importieren erstmal hier, was wir jetzt auch tatsächlich brauchen. Imports, natürlich. Nein, wir wollen hier einfach nur den Currency Calculator importieren. Currency Calculator. Und zwar, wo kommt denn der her? Nun ja, jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Und zwar, der kommt erstmal von Pages. Ja, Pages. Da das aber ein relativer Import ist und nicht direkt von React kommt, müssen wir hier / wieder mal schreiben. Das heißt /pages/. So, jetzt, wir wollen den Currency Calculator importieren. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen Currency Calculator importieren. Und hier sagen wir wollen selbstverständlich auch den Currency Calculator importieren. Denn der Currency Input, der möchte ja nicht. Ja? Also den brauchen wir hier einfach nicht. Wir brauchen nur den Currency Calculator. Der Currency Input ist nur ein Currency Calculator verwendet. So, und was ihr jetzt bekommt, ist ein Error. Ja, aber warum brauchen wir den, oder warum haben wir jetzt hier eigentlich einen Error? Naja, wir haben nichts exportiert. Das heißt, wir haben JavaScript quasi nicht gesagt, hey, schau mal, hier ist was drin, was du verwenden kannst. Bitte nimm das mal. Und das wird uns jetzt gerade so ein kleines bisschen zum Verhängnis. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich auch noch hergehen und hinschreiben, dass wir den Currency Calculator gerne verwenden wollen würden. Und das machen wir, indem wir hier sagen, Export Default. Und dann nennen wir einfach, was wir exportieren wollen, sprich den Currency Calculator. So, wunderbar. Selbstverständlich zieht sich das durch, okay? Das heißt, in Currency Calculator haben wir Currency Input importiert und Currency Input, naja, das hat auch keinen Default-Export, ja? Das heißt, wir müssen hier genauso sagen, Export Default. Und dann sagen wir hier selbstverständlich unseren Currency Input, weil wir nicht arg viel mehr hier drin haben.
und sehen, oha, es hat funktioniert, ja. Wir haben den Import offensichtlich richtig. Sehen wir denn schon was? Nein, natürlich sehen wir nichts. Wir haben ja nichts an unserer Darstellung hier geändert. Denn in App wird immer noch nichts wirklich angezeigt. Also, ja, was sollen wir denn sehen? Wir haben es hier importiert, wir verwenden es aber nicht, okay? Das heißt, wir müssen hier immer noch sagen, wir wollen das Ding gerne verwenden. Und dazu gehen wir hierher und sagen, yo, ich hätte ganz gerne jetzt hier einen Currency Calculator. Und das will ich so nicht haben, sondern so haben. Na, was machst du denn, Editor? Okay. Und ja, wenn wir jetzt rüber switchen, dann sehen wir, unser Currency Calculator ist wieder drin. Wunderbar. Und jetzt kann ich hier wieder 12 Euro in 13,55 Dollar konvertieren. Und wenn ich jetzt hier mehr haben möchte, dann muss ich selbstverständlich anfangen zu routen. Das heißt, ja, jetzt muss ich angeben, möchte ich denn eigentlich Currency Calculator sehen oder möchte ich vielleicht was anderes sehen, je nachdem, welche Seite ich hier aufrufe. Also vielleicht localhost /currency calc oder Calculator soll mir den Currency Calculator bringen, während mir eine andere Seite soll mir vielleicht was anderes geben, ja. Und das mache ich mit Routing und das ist das Thema für das nächste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Jetzt wisst ihr, wie ihr grob euren, Code in Ordnung bringt. Denkt dran, wir haben hier bisher nur den Currency Calculator gefixt. Wir müssen hier auch noch Clock exportieren, das mache ich noch ganz kurz, aber eigentlich war es das schon. Und ja, ich danke mal wieder, dass ihr dabei wart, während ihr hier gerade noch mir zuguckt, wie ich das hier ändere, könnt ihr vielleicht noch ganz kurz mir sagen, wie ihr meine Videos so findet, so ganz grob, ne? Und gerne auch irgendwie Feedback dalassen in Form von Bewertungen oder so. Und dementsprechend wünsche ich euch noch einen wundervollen, entspannten Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.